Hallo und willkommen zum Wäschetalk. Eine neue Runde Wäsche, eine neue Runde Talk. Es gibt immer wieder Wäsche und deswegen wird es auch immer wieder einen Wäschetalk geben in Zukunft. Im Wäschetalk werde ich aktuelle Themen besprechen und Fragen, die ihr mir stellt, beantworten zu ausgewählten Themen, wo ich denke, da kann ich was erzählen, solange ich meine Wäsche mache. In diesem Wäschetalk soll es um das Coronavirus gehen und Pandemie allgemein. Wie ihr gemerkt habt, wird überall das Coronavirus gesichtet. Und so eine Pandemie ist schon was Tolles. Man darf sich verkleiden mit Mundschutz und die richtigen Profis dürfen sich in Ganzkörperanzüge hüllen und mit Maschinen rumlaufen und alles desinfizieren. Also das und ein bisschen so der Gruselfaktor ist auch noch dabei. Das ist also wie Halloween, nur noch ein bisschen mehr Real-Life-Feeling dabei. Also ich habe das Gefühl, das macht den Leuten irgendwie Spaß. So ein bisschen. Und am Ende passiert ja nichts Schlimmes, ne? Alle überleben, also die allermeisten. Ja, das erinnert mich an die Schweinegrippe. Erinnert ihr euch noch an die Schweinegrippe? Ich erinnere mich da noch gut dran. Die Schweinegrippe, da wurde ja auch ordentlich Panik gemacht. Und warum wurde da Panik gemacht? Weil das war ein Virus, H1N1, ein Grippevirus. Und ein H1N1 Grippevirus wird auch für die spanische Grippe verantwortlich gemacht. Die spanische Grippe, das ist eine Grippewelle zwischen 1918 und 1920, so am Ende des Ersten Weltkrieges, wo ganz viele Leute gestorben sind und das weltweit sehr viele Todesopfer gefordert hat. Und heutzutage, man hat sich dann darauf geeinigt, dass ja wohl dieser Grippevirus schuld ist. Obwohl es da so einige Ungereimtheiten gibt, wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt. Aber egal, H1N1 ist schuld. Also hat man gedacht, oha, jetzt kommt die Schweinegrippe. Das ist auch ein H1N1. Sehr ähnlich diesem Grippevirus, den man für die spanische Grippe verantwortlich gemacht hat. Also hat man gedacht, okay, jetzt kommt das wieder. Und deswegen hat man Panik geschoben. Wie wir wissen, war das ziemlich unbegründet, aber egal. Zu der Zeit, als die Schweinegrippe im Anmarsch war, haben wir in Schweden gelebt und ich habe da gerade im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe das also live mitbekommen, wie dann erst die Panik kam und dann der Impfstoff. Und dann, die Schweden waren ja sehr brav, die haben sich echt reihenweise impfen lassen, ganz anders als in Deutschland, wo man da eher skeptisch war. Das wurde staatlich organisiert, abends wurden dann die Krankenhäuser und die Wortzentralen, also das sind so diese Gesundheitszentren, aufgemacht, extra fürs Impfen. Und da standen dann die Leute da Schlange. Und es wurde ja extra empfohlen, auch für Schwangere. Ich war gerade schwanger mit unserem Dritten da. Und dann standen die da in Eiseskälte und Matschewetter und abends im November bei Nieselregen und allem standen die da Schlange, um sich diese Schweinegrippe-Impfung geben zu lassen. Und ich habe nur gedacht, unglaublich. Dann hat man sich dann erst recht an die Grippe weggeholt, ne, wenn man da so lange in der Schlange gestanden hat. Jedenfalls, letztendlich haben die Schweden dann sehr viele Fälle von Narkolepsie gehabt nach dieser Impfung, gerade bei Kindern. Das Alter hatten sie auch noch mal runtergesenkt, also dass man dann von ganz klein auf schon impfen durfte. Und bei den Ärzten, die Ärzte haben sich auch alle impfen lassen. Die einzige, die sich nicht impfen lassen haben, war ich und eine ältere Ärztin. Alle anderen haben brav mitgemacht. Und die Propaganda, die war echt unglaublich in der Zeit. Überall hingen die Schilder von wegen Grippe und überhaupt Grippe. Ja, und was war? Nix war. Grippe haben wir ja jedes Jahr, ne? Fordert immer Todesopfer, meistens Alte und Schwache. Bei der spanischen Grippe, der hat man halt zugeschrieben, dass dann die Jungen dann auch gestorben sind. Naja, wobei man halt sich fragen kann, ob es tatsächlich alles so war, wie es immer berichtet wird. Ne? Weil in der Zeit wurden auch, also 1918, 19 sowas,
in der Zeit, wo die spanische Grippe dann grassierte, gab es auch große Impfkampagnen gegen Typhus und noch so andere Krankheiten. Du wisst was, das ist Cholera, glaube ich. Und gerade in Indien sind da ganz viele Leute gestorben. Und wer weiß, was dann tatsächlich da... Viele Soldaten, also bei den Soldaten fing das an. Die Soldaten, die wurden ja auch immer schon viel mehr geimpft als alle anderen. Also kann man sich fragen, was da tatsächlich da dran schuld war, dass es vor allem junge Leute zwischen 20 und 40 getroffen hat. Ne? Ja, bei der Schweinegrippe war es dann jedenfalls nicht so. Die ist in die Annalen der Geschichte eingegangen als doch nicht so schlimm und Haufen Impfstoffe wurden weggeschmissen, erst vom Staat aufgekauft für teure Steuergelder und dann weggeschmissen. Also, Flop. Naja, und jetzt gucken wir mal, was sie sich bei Corona ausdenken. Die Panik haben wir ja schon, obwohl es ja alles als harmlos eingestuft wird, ne? Und ich denke mal, das ist es auch. Aber an einem Impfstoff wird ja schon gearbeitet und damit kann man sicherlich auch gut Geld verdienen, wie immer. Also, ja, mal schauen. Mich amüsiert das immer ganz irgendwie, weil wenn man jetzt gar keine Medien verfolgt und dann nach so ein paar Wochen mal wieder einschaltet und dann sieht man da, wie alle so verrückt sind und die Panik schieben, dann denkt man, hä, was ist denn los? Aber wenn man wahrscheinlich jeden Tag Medien verfolgt und dann baut sich das so langsam auf, ich glaube, dann kommt das viel glaubwürdiger. Also ab und zu mal ausschalten, das lohnt sich, glaube ich. Dann lebt sich's ganz ungeniert und unbehelligt und man muss sich viele Gedanken und Sorgen gar nicht erst machen. Ja, ich hatte tatsächlich auch die Grippe sogar, als ich schwanger war. Nicht die Schweinegrippe, glaube ich. Das war nämlich jetzt mit den Zwillingen. Als ich mit den Zwillingen schwanger war, hatte ich tatsächlich die Grippe. Und habe ich eine Woche lang im Bett gelegen. Das war nicht lustig. Und danach habe ich noch 2 Wochen lang gehustet. Wenig gescheit. Ja, aber das haben wir trotzdem gut überstanden. Und jetzt bin ich sicherlich wieder eine Weile immun gegen welche Grippe auch immer ich da hatte. Ja, also lasst euch nicht verrückt machen, wie immer. Ja, dann habe ich hier noch ein bisschen mehr Wäsche abzunehmen, als ich jetzt zu erzählen habe, glaube ich. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge und Fragen für meinen Wäschetalk habt, dann könnt ihr die gerne bei Instagram oder bei Facebook oder an meine E-Mail auf meiner Webseite oder was auch immer, könnt ihr mir das gerne zukommen lassen und dann nehme ich eure Fragen für einen Wäschetalk auf, wenn ich dazu was zu erzählen habe. Nicht immer habe ich so viel zu erzählen. Ja. Alles klar. Bis dann. Tschüss.